Hallo und willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Shiva. Wir sind Bewusstseinsforscher, wer uns noch nicht kennt, und sprechen über alle spannenden Themen rund um die Matrix. Dazu gehört auch Astralreisen, luzides Träumen, aber auch die spirituelle Dissoziation und weitere Themen rund um die Spiritualität. Dieses Mal bereiten wir für euch eine dreiteilige Videoreihe über luzides Träumen vor. Einmal die Theorie, die Techniken und Erfahrungen, die wir gemacht haben, die vielleicht andere Leute gemacht haben, was man erfahren kann und so weiter. Aber heute würde ich sagen, beginnen wir mit der Theorie. Ja, luzides Träumen ist ein Begriff, den eigentlich viele Menschen schon kennen, insbesondere in der spirituellen Szene. Und ja, jeder sagt irgendwie, ja, luzides Träumen, alter Hut. Kenne ich schon. Ne? Gibt es noch was Spannenderes? Und viele weichen dann auf Astralreisen, also auf das Erlernen außerkörperlicher Erfahrungen aus oder eben auf andere Möglichkeiten, das Bewusstsein zu erweitern. Und wir haben ja in unserem YouTube-Kanal das luzide Träumen ja etwas vernachlässigt. Ja. Wir haben da gar nicht so viele Themen, darüber ist uns letztens aufgefallen. Und da dachten wir, dann werden wir jetzt dem luziden Träumen 3 Teile widmen, um das Thema mal so inhaltlich abzurunden und unsere Sichtweise auf diese interessante Fähigkeit zu liefern. Ja, wie ich finde, ist luzides Träumen ja auch eine sehr unterschätzte Fähigkeit. In den Träumen oder auch gerade in luziden Träumen hast du ja so viele Möglichkeiten, dich spirituell wirklich stark zu entwickeln. Aber leider irgendwie, wie du sagst, es ist ja, für viele ein alter Hut und nicht mehr allzu spannend. Aber für mich ist es eine der spannendsten Fähigkeiten neben der Dissoziation. Ja, das luzide Träumen ist auf jeden Fall sehr spannend, weil die Möglichkeiten sind da enorm. Auch wenn so die luziden Träumer das nicht unbedingt erkennen, weil die meisten luziden Träumer wollen einfach nur Spaß haben in luziden Träumen. Die betrachten das eher wie so ein Computerspiel, Ja. wo du dann live dabei sein kannst, als hättest du eine VR-Brille auf, mit Empfindungen, allem drum und dran. Also eigentlich ist das luzide Träumen so ein bisschen wie eine VR-Brille in 50 Jahren oder so oder 100 Jahren. Genau, auch die Empfindungen sind da viel intensiver, alles ist intensiver, die Farben sind intensiver, es ist alles auch viel klarer und ja, das kommt schon dem VR in 50 Jahren sehr nah, würde ich auch sagen. Ja. Also nochmal zur Klarstellung, luzides Träumen ist die Fähigkeit, dass man innerhalb eines Traumes erkennt, dass man träumt und dann nicht beschließt zu sagen, ach, Kacke, das ist ja nur ein Traum, ich wach mal wieder auf, sondern dass man in dem Traum verbleibt und dann versucht, den Traum eben zu kontrollieren und zu erkennen, dass man sich in einem Traum befindet und tatsächlich eigentlich mit seinem physischen Körper im Bett liegt. Und der interessante Effekt ist hierbei, denn sobald der Träumer erkennt, dass er sich in einem Traum befindet, wird nämlich der Traum zur Gegenwart. Weil in den meisten Fällen fällt es sich ja so, dass wir morgens aufwachen und denken dann, ja, ich habe was geträumt. Ich stand an einem Bahnhof und wollte nach Hause. Klassischer, archetypischer Traum. Das Interessante daran ist, dass dieser Traum aber nur in der Vergangenheit existiert. Das bedeutet, wenn wir morgens aufwachen, erinnern wir uns, dass wir etwas geträumt haben. Also ist der Traum schon vorbei und wir erinnern uns nur noch. Somit ist das eigentlich ein Vergangenheitsereignis, Yep. der es irgendwie geschafft hat, in unsere Gedächtnisspeicher zu gelangen. Beim luziden Träumen ist es anders. Dort wird nämlich der Vergangenheitstraum zur Gegenwart. Wir werden also uns innerhalb des Traumes bewusst, dass wir träumen, und dann sind wir in der Gegenwart und in einem Traum. Und das ist eben das Ziel eines werdenden luziden Träumers. Und sobald der Träumer dann luzid geworden ist, in dem Moment
wenn der Traum zur Gegenwart wird, entfernt sich auch der trübe Schleier, den die Träume normalerweise umgehen oder umgeben. Und in dem Zusammenhang fällt es sich dann so, dass eben der Traum richtig real wird. So real, wie wir jetzt gerade unseren Alltag wahrnehmen. Und das ist das Interessante daran für viele luzide Träumer, in diesen Zustand zu kommen. Und luzide Träumer nennt man auch gern Oneironauten, kommt ja aus dem Griechischen. Ne? Das sind eben, ja, die durch die Träume navigieren. Oder man nennt sie auch Cybernauten, ne? Da viele auch die Träume als Simulationen betrachten, als Realitätssimulationen. Und deshalb nennen viele das auch Cybernautik oder Cybernauten, die eben luzide träumen können, weil sie sich innerhalb der Realitätssimulation gegenwärtig bewusst geworden sind und sich darin bewusst bewegen. Ja, und wenn du oft genug einen luziden Traum hattest, also dir bewusst geworden bist, dass du gerade in einem Traum bist, und du siehst ja, wie klar das dann ist, wirst du irgendwann unweigerlich feststellen, dass auch unser Alltag ein Traum ist. Und wenn du irgendwann feststellst, dass unser Alltag nur geträumt ist, stehen dir viele Möglichkeiten offen, die mit der Matrix zusammenhängen. Viele Erkenntnisse, die dahinter stehen eigentlich. Denn du schließt dich ja jede Nacht mit deinem Bewusstsein an eine alternative Realität von dir selbst an und träumst es halt. Du wirst nur leider nicht bewusst dabei. Aber wenn du irgendwann erkennst, dass du, wenn du dort angeschlossen bist und bewusst wirst, also luzid wirst, dich in einem Traum oder bei einem Selbst, einem anderen Selbst von dir befindest, siehst du ja, dass dieses Selbst, das du gerade träumst, wo du angeschlossen bist, das gleiche Selbst ist, das du auch bist. Auch ein alternatives Selbst von dir kann sich in deine Alltagsrealität anschließen und luzid werden oder bewusst werden zumindest, dass er dich gerade träumt oder bei dir angeschlossen ist. Und ja, ich finde das einen sehr interessanten Aspekt, dass alles nur Träume sind, auch deine Alltagsrealität. Es verhält sich so, dass ja, wie wir das auch schon in einem anderen Video mal erklärt haben, die Ganzheit des Selbst hat sich also in die verschiedenen möglichen Realitäten aufgeteilt. Und in jeder Realität hat deine Ganzheit und auch unsere ein Selbst platziert, um dort eben Erfahrungen zu machen, damit keine Erfahrung ausgelassen werden kann. Dein Alltag hingegen sieht so aus, dass du immer nur die Erfahrung einer Realität zu machen scheinst. Und all die anderen Anteile deiner selbst befinden sich auch in den alternativen Realitäten und sind alle über ein gigantisches Netzwerk miteinander verbunden. Und das sind die Träume. Das bedeutet, wenn du dich also, wie Shiva schon sagt, nachts von deinem Körper in einen Traum projizierst, dann kann das durchaus sein, und wir gehen ungefähr von 95% dabei aus, würde ich sagen, dich an einer dieser alternativen Selbste anschließt. Und dann machst du die Erfahrung dieses alternativen Selbstes. Und das fällt dir erstmal gar nicht auf, weil du fühlst dich ja immer noch als du selbst. Wie kannst du dann ein anderes Selbst sein? Und darum fällt dir das gar nicht auf, dass du in Wirklichkeit an ein alternatives Selbst beziehungsweise an eine alternative Version deiner selbst angeschlossen wurdest. Und das erklärt auch, warum du im Traum dann plötzlich manchmal denkst, ja, also, das ist mein Freund, das ist ein Freund von mir gewesen, von dem ich geträumt habe, und den habe ich gar nicht, den Freund. Oder ich wohne in dem Traum in einer Stadt, in der ich nicht wohne in meinem Alltag. Und all diese Dinge. Und das hat eben das zum Grund, dass nämlich du in dem Moment an ein alternatives Selbst angeschlossen warst.
Beispiel. Du wolltest als Kind immer Krankenschwester werden oder Feuerwehrmann. Und du bist dann irgendwann doch ein Bürohengst geworden und sitzt in irgendeiner Firma in einem Büro und machst dort eben die Büroarbeit. Ja, aber dadurch, dass du ja damals Krankenschwester oder Feuerwehrmann werden wolltest, existiert auch diese Realität, in der du tatsächlich Feuerwehrmann oder Krankenschwester geworden bist. Und dann kann es durchaus sein, dass du nachts eben von dieser Realität träumst. Und dann wunderst du dich, ich habe da in einem Krankenhaus gearbeitet als Krankenschwester. Oder ich habe geträumt, ich arbeite als Feuerwehrmann. Und das ist so das Beispiel, das klassische Beispiel, das man hier nennen könnte, wie diese Realitäten miteinander vernetzt sind. Denn das Unterbewusstsein ist ja viel größer als unser normales Alltagsbewusstsein. Und für das Unterbewusstsein gibt es keine Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sondern das Unterbewusstsein sagt sich, ich muss alle Entscheidungen durchleben, um mir ein vernünftiges Bild machen zu können. Das heißt, das Unterbewusstsein betrachtet alle Realitäten gleichwertig, ob du dich dafür entschieden hast oder nicht. Aus der Perspektive des Unterbewusstseins hast du dich eigentlich für alle Realitäten entschieden, könnte man sagen. Ja. Oder wie siehst du das? Nee, absolut, genauso. Ja. Klar sind alle gleichwertig. Was wären denn die Vorteile, außer die offensichtlichen, wie Spaß haben, luzides Träumen lernen zu wollen? Wie ich schon erwähnt, du erkennst irgendwann, dass auch der Alltag ein Traum ist. Und ja, wenn du sehr fleißig trainierst, wirst du auch irgendwann luzid im Alltag werden können. Darüber haben wir mal ein Video gemacht, Luzidität im Alltag, die Lupe. Sehr spannendes Thema. Darauf läuft es ja eigentlich irgendwann hinaus. Durch die ganzen luziden Träume hast du irgendwann auch die Chance, irgendwann im Alltag luzid zu werden, das zu erkennen und so richtig tief da reinzukommen. Das ist eigentlich einer der Hauptvorteile für mich, würde ich sagen, luzides Träumen zu praktizieren, aber natürlich auch für die Persönlichkeitsentwicklung und die spirituelle Entwicklung. Sagen wir mal, du hast Kindheitstrauma, kannst dich aber nicht erinnern, weil irgendwas ist passiert und du erinnerst dich nicht. Und du kannst dann in luziden Träumen diese Themen bearbeiten oder mit deinem Traumlehrer. Jeder hat ja einen Traumlehrer und eine Geistführerin. Jedenfalls kannst du mit deinem Traumlehrer zusammenarbeiten, der dir Dinge zeigt für deinen spirituellen Weg oder der dich, er wird jetzt nicht alles auf dem Silbertablett servieren. Es sind für mich mehr so Rätsel, aber er hilft dir eben auch auf deinem spirituellen Weg und du kannst mit ihm dann reden, kommunizieren und wirklich, wirklich, wirklich sehr viel weiterkommen als nur im Alltagsbewusstsein. Das wären für mich so die beiden Hauptvorteile, spirituelle und persönliche Entwicklung und eben irgendwann luzid im Alltag zu werden, was ein sehr phänomenaler Zustand ist, Bewusstseinszustand. Ja, auf jeden Fall. Und das Unterbewusstsein betrachtet ja, wie eben erwähnt, alle Realitäten gleichwertig. Und für das Unterbewusstsein ist die Alltagsrealität auch ein Traum. Und das ist eben der Punkt, den ein luzider Träumer irgendwann erkennt. Es geht gar nicht anders. Irgendwann merkt der luzide Träumer, ja verdammt nochmal, ich war jetzt in einem luziden Traum, der war so echt, genauso echt wie der Alltag. Und ich konnte da stundenlang drin bleiben und irgendwas tun. Ja. Oder der luzide Träumer erkennt, ich bin heute Nacht aufgewacht, aber nicht in meinem Bett, sondern in einem anderen Bett, weil der Wecker geklingelt hat. Wie kann das sein, dass ich da ein Bett habe, dass ich da einen Wecker habe, dass ich da Eltern habe oder einen Partner habe oder Kinder habe? Die Realität hat eben alles. Was unsere Alltagsrealität auch hat, findest du auch in der Traumrealität. Beispielsweise, wenn man sich mit einem der Traumcharaktere unterhält, wird man während der Unterhaltung merken, was die alle hat. Die hat Eltern, die hat einen Bruder, die hat eine Schwester,
die hat eine Oma, alles. Die hat eine Adresse, die hat vielleicht ein Auto oder ein Moped oder sonstige Dinge. Und da erkennt man als luzider Träumer irgendwann, ja, die Alltagsrealität kommt mir selbst jetzt nicht unbedingt wie ein Traum vor, weil ich kann ja da nicht mit dem Finger schnippen und es taucht dann auf, sondern die Traumrealitäten sind logischerweise genauso aufgebaut wie die Alltagsrealität, nur mit einem Unterschied. Und das ist der Grund, warum viele Menschen die Alltagsrealität als die einzig reale Welt betrachten und die Träume eben nur als Träume. Nämlich, dass die Alltagsrealität verlangsamt worden ist. Naja, inzwischen wieder beschleunigt, aber das ist Stoff für ein anderes Video. Aber ja. Ja, und dadurch, dass die Alltagsrealität verlangsamt worden ist, können wir uns in dieser Realität hier viel länger aufhalten. Aber auch nur begrenzt. Das heißt, in der Alltagsrealität kannst du vielleicht 10, 20, 30, 40 Stunden am Stück verbleiben, aber irgendwann musst du wieder ins Bett und schlafen. Es geht nicht anders. Und in einer Traumrealität, die läuft eben schneller, die Realität. Das heißt, da kann es durchaus sein, dass du nur 20, 30, 60 oder 120 Minuten in einem Traum bleibst und musst dann wieder zurück in deinen Alltag. Aber es gibt auch luzide Träume, die dauern noch länger. Es gibt luzide Träume, die können Tage dauern. Es kommt eben je darauf an, welche Frequenz der Traum besitzt. Welche Einstellung du vorgenommen hast. Ja, das auch, genau. Und die Frequenz entscheidet eben darüber und natürlich deine persönliche Traumenergie, wie lange ein Traum bzw. ein luzider Traum dauern wird. Und in dem Zusammenhang kann man also sagen, der Alltag ist auch ein Traum, nur ein viel langsamerer Traum. Das heißt, du kannst ihn nicht mit dem Finger schnippen und dann kommt irgendwie ein hübscher Mann oder eine hübsche Frau um die Ecke und sagt, hallo, ich will gerne mit dir zusammen sein. So ist es ja dann nicht. Nee, manifestieren dauert hier ein paar Wochen. Richtig, hier dauert das mit dem Manifestieren. Das heißt, du kannst mit den Fingern schnippen und sagen, ich möchte jetzt meinen tollen Partner kennenlernen, aber es kann dann recht lange dauern, bis das wirklich Realität wird. Ja, da stellt sich doch die Frage, wenn das ja mein Alltag ein Traum ist, wer träumt mich denn dann? Ja, jedenfalls ist es sehr wichtig, das Traumgefühl zu speichern, um dies immer wieder im Alltag aufrufen zu können, bis dir dein Alltag irgendwann wirklich auch vorkommt, als wäre es ein Traum, als wärst du in einem Traum. Das ist eigentlich so, ja, würde ich sagen, das Wichtigste, was man können oder mitnehmen sollte aus den Träumen, um luzides Träumen zu lernen. Ja, das ist dann aber erstmal Level 2. Ja, das ist Level 2. Ja, würde ich sagen. Aber es ist schon mal ein Vorgeschmack auf das nächste Video, wo es um die Techniken geht. Ja, weil Level 1 ist eben, dass man in einem Traum erkennen lernt, wenn man träumt, dass man träumt. Und im Traum dann so voll bewusst werden, dass alles um einen herum so klar ist, wie man es von seinem Alltag her gewohnt ist in der Wahrnehmung. Das ist Level 1. Ja. Und da kann man schon viel Sachen machen, die einen als sehr spaßig empfinden. Du kannst ja da, was weiß ich, dir jede Person vorstellen und mit der mal ins Bett hüpfen oder so. Oder du kannst dort alles essen, was du willst, ohne dass du irgendwie dabei zufällig vergiftet werden könntest. Genau. Ja. Oder du kannst dort auch herumfliegen, herumspringen oder kannst dich irgendwie in einen Tiger verwandeln oder dich mit Wölfen unterhalten oder mit einem Raben oder was weiß ich. Oder mit einem Kojoten oder keine Ahnung. Und das ist ja alles möglich in einem luziden Traum. Ja, über die Arten des Träumens haben wir übrigens schon ein Video gemacht. Da kommen auch die luziden und High-Level-Klarträume drin vor. Das Video heißt 5 Künste des Träumens. Wen das interessiert, wir verlinken das unten auch. In luziden Träumen
gibt es eine bestimmte Art Energie, die ist da sehr intensiv und wie ich finde, schwer zu kontrollieren. Gehört auch zur Theorie, würde ich sagen, und das ist für mich die sexuelle Energie. Die finde ich dort sehr schwer kontrollierbar und sehr intensiv. Wesentlich mehr als andere emotionale Zustände in luziden Träumen. Also wenn ich in einen luziden Traum komme, ne, dann geht es ja erstmal ab. Ja, also das ist einer der Hindernisse, die einem luziden Traum begegnen können, nämlich dass du rattenscharf wirst. Ne? Das kann natürlich vorkommen, weil die ganze Traumenergie ist irgendwie auch gekoppelt mit der sexuellen Energie, so wie spirituelle Energie auch irgendwo gekoppelt ist mit Kundalini-Energie. Und wenn du in einem Traum luzid wirst, gerade als Anfänger, kann es sehr gut sein, dass du dann erstmal nur noch Lust auf eins hast und das ist nämlich Sex. Ja. Und dann rennst du wie geisteskrank in dem Traum herum und suchst nach einem attraktiven Partner oder wenn du bewusst genug bist, wünschst du dir einen beliebigen Partner herbei. Ja, und dann macht man mit dem rum und das hat dann zur Folge, dass man seine Luzidität verliert und im Bett wieder wach wird. Und darum ist es eigentlich ein Hindernis auf dem Weg, ein Oneironaut zu werden. Und das muss man erstmal am Anfang in den Griff kriegen. Also Ängste sind nicht das Problem im Traum, im luziden Traum. Man hat da überhaupt gar keine Angst. Nee, man ist ja auch viel bewusster irgendwie. Ja, man ist viel bewusster und es flasht auch einen sehr stark, dass man plötzlich alles so real wahrnehmen kann. Das Problem ist daher eher die sexuelle Energie, dass man die in einem luziden Traum nicht so im Griff hat. Und darum kann es dann durchaus passieren, dass man den Traum dann letztendlich nur noch für eins benutzt. Nämlich zum Rummachen mit irgendwelchen Leuten oder so. Und das muss ein luzider Träumer überwinden. Das heißt, er muss wirklich lernen, sich zusammenzureißen, um den Traum eben noch länger und dauerhafter erfahren zu können. Denn sobald man sich nämlich auf einen der Traumcharaktere, die man so im luziden Traum treffen kann, intim einlässt, dann leidet die Luzidität drunter und man wacht wieder auf. Meistens jedenfalls. Meistens, ja, genau. Und das ist eigentlich so das Haupthindernis. Würde ich auch sagen. Ne? Also wenn man sich innerhalb eines luziden Traumes befindet. Das Haupthindernis, um überhaupt in einem Traum luzid werden zu können, ja, das ist eigentlich Motivation und Disziplin. Ja, würde ich auch sagen. Dass man wirklich Übungen macht, Techniken anwendet, dass man das wirklich regelmäßig macht. Und wer es wirklich regelmäßig macht und so, der müsste durchschnittlich betrachtet nach 3 Wochen seinen ersten Erfolg verzeichnen können. Manche brauchen länger, manche schaffen das sogar gleich in den ersten paar Nächten, ne? Je nachdem, wie viel Energie und Leidenschaft man dann in diese Übungen hineinpackt. Zur Theorie gehört natürlich auch die Geschichte des luziden Träumens und darüber wird Jonathan euch jetzt ein bisschen was erzählen. Ja, die Geschichte des luziden Träumens ist noch sehr in Dunkelheit gehüllt. Man kann jetzt nicht sagen, der da hat das luzide Träumen entdeckt. Das kann man so nicht sagen. Aber aus naturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet war eigentlich Dr. Stephen LaBerge der bekannteste Forscher aus den USA, der sich mit dem luziden Träumen auseinandergesetzt hat. Er war eben ein Psychologe und wollte dieses Phänomen näher durchleuchten. Seine ganzen Psychologenkumpels haben oft immer gesagt, ja, luzides Träumen ist ein Gehirnspuk, ist Schwachsinn, Unsinn, was da drin passiert. Es ist unmöglich, dass ein Mensch schläft und gleichzeitig wach ist. Das geht nicht. Das war so das Argument der Psychologen damals, der klassischen Psychologen. Und Stephen LaBerge hat eben selber mal einen luziden Traum erfahren und hat dann gesehen, dass das nicht so ist. Und Stephen LaBerge hat dann ein Institut gegründet in den USA, das Lucidity Institute.
und hat da eben wirklich so ganz professionell mit EEGs, Probanden und so weiter mehrere Studien gemacht. Ah, wieder Monroe. Ja, richtig, ja. Und hat dann halt die luziden Träumer angewiesen, zu versuchen, vom Traum aus, von einem luziden Traum aus, Signale in die Alltagswelt zu senden. Um zu beweisen, hallo, mein Körper schläft, aber ich bin wach. Ja. Und in der Naturwissenschaft wird ja auch gern der Körper und der Geist in eine Schublade gepackt. So nach dem Motto, wenn der Körper tot ist, ist der Geist auch tot. Ne? Wenn die Glühbirne kaputt ist, ist der Strom tot. So nach dem Motto. Ne? Und ja, und Stephen LaBerge wollte eben wirklich naturwissenschaftlich beweisen, dass es das luzide Träumen gibt. Wann ist er zeitlich einzuordnen? In den 80ern. 80er. Ja. Und das hat er dann tatsächlich geschafft. Ne? Denn über EEG war der luzide Träumer angeschlossen und fing dann an, weil er konnte ja seinen Körper nicht bewegen. Ging ja nicht. Im luziden Traum ist der Körper auf Standby und pennt. Ne? Da kannst du ja nicht irgendwie den Finger heben und irgendwelche Handzeichen machen. Ne? Weil dann bist du ja wieder wach. Dann ist der Körper aus dem Standby-Modus herausgetreten. Nein, interessanterweise ist es ja aus der Traumforschung auch bekannt, die sogenannten REM-Phasen. Die kennst du ja. Rapid Eye Movement, das sind die Phasen, wo man am meisten träumt. Da gehen im Traum eben die Augen immer hin und her, hin und her, hin und her, weil die ganzen Traumbilder eben vor den Augen so entlang laufen, wie bei einer Dia-Show. Ne? Und Stephen LaBerge hat eben das bedacht, das heißt, aha, der Körper befindet sich im Standby-Modus und da bewegen sich nur noch die Augen. Und da ist er auf den Trichter gekommen und hat sich gedacht, ich werde den luziden Träumer in den Traum schicken, er soll da luzide werden und soll dann eben uns über die Augenbewegungen Signale senden. Das war eben die coole Idee von Stephen LaBerge und das hat er dann auch so durchgeführt mit seinen Probanden und siehe da, es hat funktioniert. Der luzide Träumer konnte also Nachrichten aus einem luziden Traum über seine Augenbewegungen an das EEG weiterleiten. So eine Art Morsecode hatten die dann für bestimmte Sachen, für bestimmte Schilderungen, für bestimmte Antworten und Bestätigungen. Und die wurden dann verzeichnet. Und das war eben geschichtlich gesehen der große Moment, dass wirklich naturwissenschaftlich bewiesen worden ist, luzides Träumen existiert. Ja, klar, für uns existierte das schon immer. Da wäre es uns völlig egal gewesen, ob das ein LaBerge irgendwo beweist oder nicht, weil wir haben das luzide Träumen ja schon erfahren. Aber aus naturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet war es dann eine Sensation. Und viele Psychologen haben dann gesagt, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja gar nicht, dass das wirklich existiert, ne? Dieses Zeug. Ja. Und ja, und da wir natürlich auch hauptsächlich hier auf diesem Kanal deutsche Videos machen, müssen wir natürlich auch mal ein bisschen in die Geschichte schauen, was Deutschland betrifft, Europa. Da war der bekannteste luzide Träumer der Paul Toley, der eben, ja, wohl der beste bekannte luzide Träumer gewesen ist. Gewesen deshalb, weil er ja irgendwann sich für den Freitod entschieden hat, weil er irgendwann erkannt hat, ja, alle Träume sind Realitäten, die Alltagsrealität ist auch ein Traum. Warum hänge ich dann hier noch rum? Dann gehe ich doch lieber in die Traumwelten hinein, dann lebe ich dort weiter. Ja. Also er hat sich dann letztendlich dafür entschieden, ja, ich verabschiede mich mal von dieser Welt und sehe zu, dass ich in einem anderen Traum, ja, meine Wahrnehmung, meine Persönlichkeit dort fixiere, ja, und dann hier in der Alltagsrealität für tot gelte. Ja. Und das war so das, was Paul Toley gemacht hat. Paul Toley war,
Ja, was war er eigentlich so? Also ich habe ihn so in Erinnerung als so ein Sunnyboy, immer braun gebrannt, solarbraun gebrannt und war immer irgendwie ziemlich extrovertiert und aufgedreht. War auch Castaneda-Fan, ne, war er auch. Und hat auch viele Arbeiten über luzides Träumen verfasst, über den Traumkrieger und so weiter. Ne? Also sehr spannend, sehr interessant so. Und der konnte verdammt gut luzid träumen. Der hatte also schon so eigentlich jede Nacht luzide Träume. Ja, das eigentlich so als geschichtlicher Hintergrund. Und ja, das Interessante daran ist, das luzide Träumen ist wirklich eine erstaunliche Fähigkeit und eine sehr spannende Fähigkeit. Aber wie Shiva schon sagte, ja, Unterschätzt und vernachlässigt. ja, die kommt so langsam aus der Mode. Ja, so kann man es auch Ne? sagen. Ne? Das luzide Träumen kommt langsam aus der Mode, weil es viele andere interessante, spannende Sachen gibt. Ne? Ablenkungen. Ablenkungen oder jetzt auch gerade ja, der schleichende Erwachungsprozess, der so global stattfindet, frisst ja auch sehr viel Aufmerksamkeit. Ne? Und aufgrund der ganzen Meldungen, die man so in den Mainstream-Medien und dann wiederum in den alternativen Medien vernimmt, das sind ja eine Masse an Informationen und die können natürlich auch schon sehr von solchen Themen ablenken. Und sehr spannend bei der ganzen Geschichte ist eben, dass das luzide Träumen irgendwie ja die Fähigkeit ist, mit der so vieles möglich ist. Und Ja. Und das Spannende ist, du musst luzide Träumen nicht alleine machen. Du kannst dich auch mit einem Freund verabreden und zusammen einen luziden Traum erleben. Ist zwar schwierig, aber möglich. Es ist wie, als würdest du einen Kumpel anrufen und sagen, hey, lass uns in der Stadt auf einen Kaffee treffen. Theoretisch, bildlich gesprochen jedenfalls. Und ja, so sind auch gemeinsame luzide Träume möglich. Wir haben mal ein Video darüber gemacht, Dream Sharing, verlinken wir auch unten. Da waren wir zwar nicht besonders luzid, aber so ein bisschen prä-luzid halt schon. Da haben wir uns auch gemeinsam im Traum getroffen und Sachen erlebt, zumindest das Gleiche. Und ja, da könnt ihr dann zusammen auf Abenteuer gehen, Sachen erforschen oder Spaß haben. ja, sehr spannend, wenn man dann es hinbekommt. Also gemeinsam träumen, Dream Sharing nennt sich das, ist nicht so einfach für einen Anfänger. Da muss man schon wirklich ein guter luzider Träumer sein, ein trainierter luzider Träumer, besser gesagt. Und da muss man natürlich noch jemanden finden, der auch ein trainierter luzider Träumer ist. Und dann kann man eben lernen, sich in diesem Traum zu treffen. Darüber reden wir natürlich auch dann, hoffe ich, in unserem zweiten Video, worum es um Techniken geht, wie man das luzide Träumen erreicht. Da reden wir auch bestimmt über die Technik, wie man gemeinsam luzid träumen kann. Ja, ich erinnere mich noch auf dem Hallo Traumkongress. Da gab es ja auch eine Forschergruppe, die sich dann immer getroffen haben in luziden Träumen und zusammen auf Reisen oder Forschung gegangen sind. Ja, das stimmt. Ja, ich erinnere mich, genau. Und, aber das ist dann ein Thema, was wir uns für das zweite Video, nämlich die Techniken, aufheben. In diesem Video geht es ja jetzt mehr um die Theorie des Ganzen. Und bei der Theorie ist es natürlich auch wichtig, dass man erstens versteht, was luzides Träumen ist, wo das überhaupt herkommt. Und laut Statistiken, soweit ich weiß, haben, glaube ich, was war das für eine Zahl? Ich glaube, bei einer Umfrage von irgendwie ein paar tausend Leuten oder so hat sich dann herausgestellt, dass irgendwie um die 20% der Menschen schon mal irgendwann in ihrem Leben einen luziden Traum erfahren haben. Und das ist schon mal beachtlich. Das ist beachtlich. Ja, 20%, das heißt ja schon fast jeder Fünfte weiß in etwa, was ein luzider Traum ist, beziehungsweise muss es nicht unbedingt wissen. Ich habe beispielsweise auch schon luzide Träumer getroffen, die gar nicht wussten, dass es luzides Träumen existiert und dann zu mir sagten, wie, das ist eine Fähigkeit, dass ich im Traum weiß, dass ich träume? Ja, Das habe ich jede Nacht.
Ja, aber sie nutzen es halt nicht, weil Ja, sie ja. nicht wissen, was sie damit anfangen können. Das ist halt schade. Richtig, Aber ganz genau. Ja, das ist der Punkt. Ne? Also es gibt auch Leute, die können das von Natur aus oder von der Wiege aus und wissen gar nicht, dass das eine Fähigkeit ist und wissen auch nicht, was man damit alle anstellen kann. Ja. Ja, was kann man denn alles damit anstellen mit einem luziden Traum? Also wenn du jetzt in einem luziden Traum bist, was kannst du da alles machen? ja, wie schon gesagt, mit dem Traumlehrer zusammenarbeiten finde ich halt sehr speziell wichtig. Informationen über mich selbst oder die Welt um mich herum sammeln sozusagen. Über die Matrix, das sind halt so die Sachen, die ich gerne in luziden Träumen mache. Ja, was kann man noch anstellen? Oder was stellen? Ja, also du hast gesagt, man kann den Geistführer kontaktieren. Das ist also ein Traumlehrer sozusagen, der einen im Traum unterrichtet, um das luzide Träumen noch besser hinzukriegen. Kann man sagen, oder? Ja, also er macht natürlich viel mehr als nur das. Also Ja, ja. er unterrichtet dich in allen Formen, die du auch immer brauchst. Ja, er unterrichtet dich zum Beispiel, wie du den Traum verlängern kannst. Er unterrichtet dich darin, wie du deine Wahrnehmung noch schärfen kannst. Er unterrichtet dich darin, wie du im Traum mehr Stabilität erreichst. Er unterrichtet dich darin, was im Traum noch alles so möglich ist. Ne? Also eine ganze Palette an Optionen, die einem da offen stehen, von denen man eigentlich als luzider Träumer ja meistens keinen Plan hat. Mich unterrichtet er in der Matrix, Aha. was die Matrix betrifft, so Sachen Ja. halt, auch so persönliche Sachen, auf die du selber nicht kommen würdest, weil du in deinem Alltag selbst viel zu viele Filter und Tarnungen hast, zum Beispiel sowas. Oder du kannst auch innerhalb eines luziden Traumes Kontakt zu deinem höheren Selbst aufnehmen und dort einen Heilungsvorgang einleiten. Das heißt, du kannst dort Heilenergie aufnehmen, mit hinüber in den Alltag bringen. Oder parapsychologische Fähigkeiten. Ja, stimmt. Oder irgendwelche spannenden Hinweise finden. Ja. Du kannst Frage- und Problemstellungen lösen im Traum. Du kannst dann auch dich, wenn du Interesse daran besitzt, im luziden Träumen darin unterrichten, besser Telepathie zu können oder Telekinese, Psychokinese. All solche Sachen kannst du im luziden Traum trainieren und irgendwann, wenn du wirklich das sehr lange trainiert hast und wirklich sehr gut darin bist in einem Traum, dann kannst du das Gefühl, wie man mit Telekinese einen Gegenstand bewegt, mit hinübernehmen in den Alltag und im Alltag das dann anwenden. Zum Beispiel. Ja, und ja, Selbstheilung kannst du da aktivieren, deine Selbstheilungskräfte. Du kannst dort sogar, wenn du ein sehr guter luzider Träumer bist, deine DNA manipulieren. Geht auch. Ja. Kannst dich hübscher machen oder was weiß ich, schlanker machen oder keine Ahnung. Andere Bewusstseinszustände erreichen und mit in den Alltag nehmen. Ja, richtig, das ist auch möglich. Höhere Bewusstseinszustände, genau. Ja. Und all diese Möglichkeiten sind mit luzidem Träumen möglich. Richtig. Sachen, die du hier im Alltag nicht erkennst, weil sie zu verborgen scheinen, Sachen, die du unbedingt erkennen möchtest, kannst du im luziden Traum erlernen oder erkennen, wie, keine Ahnung, Dualität überwinden. Und das kannst du auch in den Alltag mit rübernehmen dann. All so eine Sachen. Oder luzid im Alltag werden. Aber das ist schon ziemlich schwierig. Level 10 oder so. Ja, da kommen wir dann noch in den nächsten Video darauf zu sprechen, über die Techniken. Da werden wir bestimmt auch die Traumlevel besprechen, die man so erreichen kann. Ja, hattet ihr schon mal einen luziden Traum? Schreibt uns doch in den Kommentaren, was war euer spannendster luzider Traum? Und darüber werden wir auch sprechen, aber im dritten Teil. Ja. Das war's, würde ich sagen, für die Theorie. Da gibt es bestimmt noch ganz viele andere spannende Sachen. Und wenn uns was einfällt, wir haben ja noch 2 Videos vor uns, wo wir das bestimmt dann erwähnen. Aber fürs Erste? Ja, fürs Erste hoffen wir, dass wir euch ein Bild vermitteln konnten, was luzides Träumen ist
und was so alles möglich ist mit einem luziden Traum und euch vielleicht aufzeigen, dass das wirklich eine spannende Fähigkeit ist, die man erlernen kann. Und im nächsten Video geht es um die Techniken. Wie werde ich ein luzider Träumer? Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.